Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch diese schöne Weste. Ist eigentlich recht leicht zu häkeln. Ich wünsche euch viel Spaß. Für die Weste verwende ich die Wolle von der Firma Rilana, Merino Big Wolle. So, das ist der Bestandteil, 50 Gramm sind das, 85 Meter. Die Häkelnadel Nummer 5. Und ich habe insgesamt für die Größe 34 ca. 350 Gramm Wolle gebraucht. Für weitere Größen habe ich jeweils ausgerechnet, wie viel Wolle man ungefähr braucht. Die Weste ist bei mir insgesamt 56 cm lang. Die Breite ca. 45 cm, die Seitenlinie hier 30 cm. So, der Maschenanschlag ist teilbar durch 3 plus 4 Maschen oder 2 plus 2 Maschen. Also Mustersatz ist teilbar durch 3. Also 114 durch 3 plus 4 Maschen. So, wir schlagen jetzt die Luftmaschen an. Für Größe XS schlagen wir 118 Luftmaschen an. Musterrapport ist hier, also besteht aus 3 Maschen plus 4. Also die Maschenanzahl sollte teilbar durch 3 sein plus 4 Luftmaschen. Ich gehe mit der Nadel unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Faden einmal so um, halte hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und jetzt schlage ich die Luftmaschen an. Ich zeige euch das Muster erstmal an einem kleinen Stück. Ihr schlägt also die Maschenanzahl an Luftmaschen, die ihr ausgerechnet habt oder was ich euch angegeben habe. So. Also die Luftmaschen habe ich angeschlagen. Jetzt mache ich Folgendes. Die ersten 2 Reihen häkle ich nur Stäbchen. Also in die 4. Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und häkle das erste Stäbchen. Die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. Also nochmal Umschlag, in die nächste Luftmasche einstechen, Faden holen und ein Stäbchen häkeln. Und jetzt häkeln wir in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, die erste Stäbchenreihe habe ich gehäkelt, um zu schauen, ob man wirklich auch richtig die Maschen angeschlagen hat. Also die erste Masche zähle ich jetzt nicht, sondern die Stäbchen. Sie jeweils 3, 3, 3, 3 und am Ende der Reihe sollten auch hier 3 Stäbchen übrig bleiben und dann das letzte Stäbchen. Das heißt dann, dass wir für das Muster genug Stäbchen haben. Also die Randmaschen zählen wir nicht und die restlichen Maschen sollten teilbar durch 3 sein. So, jetzt häkeln wir die zweite Stäbchenreihe. Also 1, 2, 3 Luftmaschen. Das Ganze wenden und in jedes Stäbchen häkle ich jetzt jeweils ein Stäbchen. Also ich steche hier nicht da, sondern hier steche ich ein und häkle das erste Stäbchen. Dann das zweite und so weiter. Und in jede Masche jetzt auch wiederum jeweils ein Stäbchen häkeln. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Also ich habe hier in das Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt und jetzt hier zwischen den beiden Maschen steche ich ein und häkle das letzte Stäbchen. So, und jetzt häkeln wir die erste Musterreihe. Ich beginne mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze und jetzt häkeln wir zusammen abgemachte Doppelstäbchen. So, und zwar, ich mache jetzt 2 Umschläge. Den ersten, den zweiten Umschlag, steche hier ein, hole den Faden und häkle die ersten 2 Schlingen durch und dann die zweiten 2. Jetzt mache ich wieder 2 Umschläge,
in die nächste Masche ein Stäbchen Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Und nochmal 2 Umschläge, hier ein Stäbchen in die nächste Masche, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Jetzt habe ich 4 Schlingen auf die Häkelnadel, jetzt häkle alle 4 durch. Und jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Und das wiederholen wir, also jeweils 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Also 2 Umschläge, ein Stäbchen, die ersten 2, die zweiten 2, 2 Umschläge, ein Stäbchen Faden holen, die ersten 2, die zweiten 2, 2 Umschläge, ein Stäbchen Faden holen, die ersten 2, die zweiten 2, 4 Schlingen auf die Häkelnadel, alle 4 Schlingen durch. Jetzt 2 Luftmaschen. Und das Ganze wiederholen wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Also stets immer 3 zusammen abgemaschte Doppelstäbchen häkeln. So, 4 Schlingen auf der Nadel, alle 4 Schlingen durch und 2 Luftmaschen. Und wie gesagt, das Ganze wiederhole ich dann einfach. So, ich bin jetzt am Ende der Reihe. Hier habe ich 3 Stäbchen gehäkelt. Ich häkle da eine Luftmasche und jetzt häkle ich hier am Ende der Reihe ein Doppelstäbchen, also 2 Umschläge, hier ein Stäbchen, ein Doppelstäbchen häkeln. So schaut die Reihe aus. So, jetzt häkeln wir die nächste Reihe, 3 Luftmaschen, das Ganze wenden und jetzt häkle ich hier am Anfang, wo die Luftmasche ist, ein Stäbchen. So, jetzt häkle ich hier, wo die Stäbchen sind, zusammen abgemaschten Stäbchen, hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Jetzt haben wir hier 2 Luftmaschen, da häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So, das Ganze wiederholen wir. Da, wo die abgemaschten Stäbchen sind, steche ich ein, häkle ein Stäbchen. Und hier steche ich ein, häkle ich auch das erste und das zweite Stäbchen. Also wir häkeln jetzt praktisch in jede Masche jeweils ein Stäbchen. Das ist dann unsere Stäbchenreihe. So schaut es dann aus. Also im Zwischenraum 2 Stäbchen und bei den abgemaschten Stäbchen häkle ich jeweils ein Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Im Zwischenraum 2 Stäbchen, bei den abgemaschten Stäbchen ein Stäbchen. Und jetzt bin ich hier am Ende. Hier steche ich ein und häkle 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So schaut es aus. Und jetzt wiederholen wir stets, also diese 2 Reihen wiederholen wir. Also ich beginne, ich habe hier in der ersten Reihe 4 Luftmaschen gehäkelt. Ich glaube, ich häkle 5 Luftmaschen. Dann zieht sich der Rand nicht so zusammen. So 5 Luftmaschen und jetzt häkeln wir 3 Doppelstäbchen. 2 Umschläge, hier ein Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, das dritte Stäbchen. So, 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch und 2 Luftmaschen. Und das wiederholen wir stets. Das erste Doppelstäbchen, das zweite Doppelstäbchen, das dritte Doppelstäbchen. So, 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, ich habe soweit gehäkelt. Jetzt bin ich am Ende der Reihe.
3 Stäbchen habe ich gehäkelt, jetzt eine Luftmasche und hier zwischen den beiden Maschen stiche ich ein und häkle ein Doppelstäbchen. So, und jetzt häkeln wir wieder die Stäbchenreihe. 3 Luftmaschen, das Ganze wenden und hier in die Luftmasche häkle ich in den Zwischenraum ein Stäbchen. Bei den abgemaschten Stäbchen stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. Und in den Zwischenraum 2 Stäbchen. Und so häkeln wir dann, bis wir am Ende der Reihe ankommen. In jede Masche praktisch jeweils ein Stäbchen häkeln. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier bei den Stäbchen habe ich ein Stäbchen gehäkelt und hier zwischen häkle ich nochmal 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Also am Anfang der Reihe häkle ich immer hier vorne ein Stäbchen und am Ende der Reihe häkle ich hier am Ende 2 Stäbchen. So, und die nächste Reihe wiederholen wir dann. Ich beginne dann mit 5 Luftmaschen wieder. Wende das Ganze und häkle dann wiederum 3 zusammen angemaschte Doppelstäbchen, 3, 3 und so weiter, bis ich dann am Ende der Reihe ankomme. Also die 2 Reihen stets wiederholen. Und auf diese Weise häkeln wir unser Rumpfteil dann, bis man gewünschte Länge erreicht hat. Also wir häkeln dann praktisch das Rückenteil und die beiden Vorderteile an einem Stück. Und dann legen wir das Ganze so zusammen. Also wir häkeln dann einfach erstmal weitere Reihen. Also ich habe jetzt das Rumpfteil gehäkelt. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solche Musterrapporte gehäkelt. Mit diesen Doppelstäbchen 7 Mal. Und ich habe die Länge von 30 cm jetzt gehäkelt insgesamt. So schaut es aus. Jetzt machen wir Folgendes. Also wir haben ja das Rumpfteil komplett gehäkelt. Also jetzt teilen wir die Maschen in beide Vorderteile auf und in das Rückenteil. Also einfach hier in der Mitte aufteilen. Und zwar, ich habe bereits das Rückenteil zum Teil gehäkelt. Also ich habe hier die Aufteilung. Also hier zwischen kann man ein paar Maschen auslassen. Einfach dann die Maschenanzahl, wie gesagt, in 2 gleiche Teile erstmal aufteilen, kann man in das Rückenteil und in die beiden Vorderteile und vorne dann auch nochmal in 2 Teile aufteilen. So. Und hier auf der Seite, ich habe das Vorderteil schon auch eine Seite gehäkelt. Hier zwischen lasse ich einfach, wie gesagt, zwischen den Vorderteilen und Rückenteilen. Es können 2 Stäbchen sein, es können auch 3 oder 4 Stäbchen sein, je nachdem, welche Größe ihr habt. Bei größeren Größen kann man mehr Platz dazwischen lassen. Bei XS, bei 34 habe ich jetzt 2 Stäbchen. Also wie es auch nach der Aufteilung am besten passt. Und dann häkeln wir die beiden Vorderteile, hier den Halsausschnitt, das machen wir als erstes, und die Schrägung hier an den Schultern. Man kann natürlich auch gerade häkeln, aber das mache ich nicht so gerne, sondern ich schräge die Schultern immer ab. So, dann fangen wir hier auf der Seite an und wie gesagt, fangen auch dann mit dem Halsausschnitt vorne an. So, wie gesagt, ich beginne da, wo der Halsausschnitt ist. Hier haben wir den vorderen Rand am Vorderteil. So, ich nehme mir den Faden, stiche hier ein. So, und beginne mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. So, jetzt überspringe ich ein Stäbchen und häkle hier. Ich schaue ganz kurz. So, also ich überspringe ein Stäbchen
und häkle in das zweite Stäbchen, also nicht in dieses Stäbchen, sondern hier steche ich ein, häkle das erste Doppelstäbchen und das zweite Doppelstäbchen. So, und jetzt häkle ich alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und jetzt häkeln wir den Rest nach Muster, also jeweils immer 3 zusammen abgemaschte Doppelstäbchen, 2 Luftmaschen. So, 2 Luftmaschen und dann häkeln wir, bis wir am Ende ankommen. Also hier habe ich bloß nur 2 Stäbchen gehäkelt. So, ich habe jetzt hier angefangen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solche Elemente gehäkelt. So, jetzt 2 Luftmaschen und am Ende der Reihe häkle ich 2 zusammen abgemaschte Doppelstäbchen, das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, alle 3 Schlingen zusammen, eine Luftmasche und in die letzte Masche hier steche ich ein und häkle ein Doppelstäbchen. So schaut es aus. Also hier habe ich 2 Stäbchen und hier eine Luftmasche und ein Doppelstäbchen gehäkelt. Jetzt häkeln wir die nächste Reihe, 3 Luftmaschen. Ich wende das Ganze. Ich häkle hier ein Stäbchen. Da wo die abgemaschten Maschen sind, häkle ich ein Stäbchen und im Zwischenraum 2 Stäbchen. Also alles nach Muster jetzt weiter häkeln. In den Zwischenraum 2 Stäbchen, in die abgemaschten Stäbchen jeweils ein Stäbchen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier im Zwischenraum ein Stäbchen, hier über den Maschen auch ein Stäbchen und hier zwischen ein Stäbchen und ein Stäbchen häkeln. So, jetzt beginne ich die nächste Reihe. Ich häkle 4 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt überspringe ich ein Stäbchen. Genau, und die nächsten 3 Stäbchen häkle ich dann die abgemaschten Stäbchen, Doppelstäbchen. Das ist jetzt der Halsausschnitt wieder. Das ist die dritte Reihe vom Halsausschnitt, also das ist die Stäbchenreihe, das war die erste Reihe. Und da ist die dritte Reihe, hier ein Stäbchen überspringen, 3 zusammen abgemaschte Doppelstäbchen, 2 Luftmaschen. Und den Rest häkle ich einfach nach Muster, jeweils 3 Doppelstäbchen, 2 Luftmaschen und so weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. So, ich habe hier 3 Stäbchen gehäkelt, 2 Luftmaschen und jetzt häkle ich hier am Ende der Reihe 2 Doppelstäbchen. Das erste Doppelstäbchen und hier zwischen ein Stäbchen nochmal und das zweite Doppelstäbchen. So schaut es aus. So, jetzt häkeln wir die nächste Stäbchenreihe. So, 3 Luftmaschen, das Ganze wenden. So. Jetzt häkle ich hier in das Stäbchen ein Stäbchen, also hier haben wir das zweite Doppelstäbchen. Jetzt alles nach Muster, also hier 2 Stäbchen in die Luftmaschen,
hier ein Stäbchen, 2 Stäbchen im Zwischenraum und ein Stäbchen über den Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, dann bin ich am Ende der Reihe. Wir haben hier auf der Seite wieder den Halsausschnitt. So, da habe ich 2 Stäbchen gehäkelt. Jetzt hier über den Stäbchen in Stäbchen. Und hier das letzte Stäbchen. So, jetzt häkeln wir die nächste Reihe. Das ist wieder der Halsausschnitt. 4 Luftmaschen. Ich wende das Ganze. Und dann machen wir wieder das Gleiche. Also ich überspringe ein Stäbchen und häkle hier, also hier diese 2 Stäbchen in das zweite Stäbchen, häkle ich das erste Doppelstäbchen. So, alle 3 Schlingen zusammen und 2 Luftmaschen. So, wie ihr das gemerkt habt, also machen wir die gleiche Maschenabnahme. Bei dem Halsausschnitt eine Masche überspringen, 3 Doppelstäbchen häkeln. Hier bei den Stäbchen häkle ich hier in dieses Stäbchen ein Stäbchen und hier am Ende auch ein Stäbchen. Und auf diese Weise häkeln wir dann weitere Reihen am Halsausschnitt und hier hinten häkeln wir einfach gerade. Zeige ich euch gleich auch, wie es hier hinten ausschaut. Also jetzt häkle ich einfach erstmal alles nach Muster weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich 3 Doppelstäbchen gehäkelt, eine Luftmasche und hier stiche ich nochmal ein, hier und häkle ein Doppelstäbchen. Das heißt, ich habe hier, einmal habe ich 2 Doppelstäbchen, eine Luftmasche, ein Doppelstäbchen, einmal habe ich 2 Doppelstäbchen am Ende und jetzt habe ich 3 Doppelstäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Also hier auf der Seite nehmen wir praktisch keine Maschen ab, aber weil wir auf der Seite die Maschen immer abnehmen, fällt es hier immer unterschiedlich aus. Also das heißt, also ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich hier bloß nur 2 Stäbchen, für 2 Stäbchen Platz hätte, würde ich bloß nur 2 Stäbchen häkeln. Oder wie hier halt praktisch dann einfach nur am Ende 2 Stäbchen. So wie sich das Muster praktisch zeigt. So häkeln wir dann auf der Seite. Und wie gesagt, so häkeln wir dann weitere Reihen. Ich habe dann insgesamt 6 solche Musterrapporte gehäkelt. Und hier, das ist die das siebte Musterrapport, da habe ich dann die Schrägung gehäkelt für die Schultern. Und hier bei der vorletzten Doppelstäbchenreihe habe ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche Elemente und auf jeder Seite habe ich dann jeweils noch ein Doppelstäbchen. Dann habe ich hier Stäbchen gehäkelt, Stäbchenreihe und dann häkeln wir zusammen noch die Schultern. Man kann natürlich die Schultern gerade häkeln, aber das mag ich nicht, habe ich schon gesagt, deswegen häkle ich immer die Schrägung. So, also ich habe das Vorderteil jetzt soweit gehäkelt. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche Musterrapporte gehäkelt. Die letzte Reihe habe ich jetzt die Stäbchenreihe. Also ich habe jetzt hier diese 6 Elemente gehäkelt und auf beiden Seiten habe ich Doppelstäbchen. Dann habe ich die Stäbchenreihe gehäkelt. Und jetzt häkeln wir die letzte Reihe abschließende mit Schulternschrägung. So, ich beginne jetzt mit 4 Luftmaschen. Wende das Ganze. Also ich habe hier auf der Seite den Halsausschnitt. Also wir müssen praktisch vom Halsausschnitt hier die Strägung nach unten häkeln. So, und jetzt häkle ich nach Muster 3 Doppelstäbchen. Also hier steche ich sofort ein. Ich schaue ganz kurz. Hier eine Masche kann ich wie bis jetzt auch auslassen. Steche dann in das zweite Stäbchen ein. Also nicht hier, sondern hier.
das erste Doppelstäbchen, das zweite und das dritte Doppelstäbchen. So, jetzt alle abmaschen und 2 Luftmaschen. Jetzt wickle ich das zweite Element, das gleiche, aus Doppelstäbchen. So, alle 3 oder 4 Schlingen durch. So, 2 Luftmaschen. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich häkle jetzt ein Doppelstäbchen, hier steche ich ein in die nächste Masche und häkle die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. Ich mache dieses Stäbchen recht fest häkeln. Jetzt häkle ich aber ein normales Stäbchen. Ich mache noch einen Umschlag. Einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Ein Umschlag, nochmal einstechen, die ersten 2 Schlingen durch. Also die erste Masche habe ich als Doppelstäbchen gehäkelt und die nächsten 2 als normale Stäbchen mit einem Umschlag. Jetzt habe ich wieder 4 Schlingen auf der Nadel, alle 4 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. So, jetzt häkle ich in die nächsten 3 Maschen 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, normale Stäbchen, also Umschlagfaden holen, die ersten 2 Schlingen durch, Umschlagfaden holen, die ersten 2 Schlingen durch, Umschlagfaden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. So, jetzt häkle ich hier bei der nächsten Masche häkle ich ein halbes Stäbchen. Hier steche ich ein, hole den Faden und durch alle 3 Schlingen durch. Und jetzt häkle ich die restlichen eine feste Masche in die nächste Masche, dann noch eine feste Masche und kann ich jetzt einfach ein paar Kettmaschen häkeln. Eine Kettmasche und hier die letzte Kettmasche. So, und auf diese Weise kann man so eine Schrägung häkeln. Bei größeren Größen kann man auch 3 Elemente aus Doppelstäbchen häkeln, dann den Rest, so wie ich das gezeigt habe. Oder wenn man kleinere Größe häkelt, vielleicht für Kinder, was weiß ich, man kann auch einmal so ein Element häkeln und dann den Rest, je nachdem, einfach dann an eigene Größe anpassen. So, und diese Schrägung häkeln wir am Rückenteil genauso. Ich zeige euch das Rückenteil jetzt. Also am Rückenteil habe ich so, und das Rückenteil häkeln wir ganz normal in Reihen. Also hier haben wir ja zwischen den Ärmeln so ein paar Maschen ausgelassen. Je nachdem 2, 3 Stäbchen. Und hier fange ich dann mit dem Muster ganz normal an und häkel das Ganze einfach in Reihen weiter. Die Linie habe ich genauso gehäkelt wie im Vorderteil und die letzte Reihe habe ich dann genauso die Schrägung gehäkelt, wie vorne praktisch. Also 3-mal habe ich diese 3 Doppelstäbchen gehäkelt, dann aus normalen Stäbchen und den Rest wie hier. Und das ist diese Höhe vom Halsausschnitt hinten. Also auf der Seite, auf der anderen fange ich genauso an, dann einfach nur die letzte Reihe, praktisch die Schulternschrägung. Also ich bin jetzt nochmal am Rückenteil. Hier die eine Seite habe ich fertig. Jetzt habe ich hier mir da markiert, wo ich auf der anderen Seite beginne. Ich nehme mir den Faden, hole mir hier durch und häkle die ersten 4 Luftmaschen. Hier habe ich das also in die andere Richtung gehäkelt, deswegen habe ich hier aufgehört. Da habe ich diese 3 Stäbchen. So, ich mache 2 Umschläge, hier steche ich ein,
hole den Faden und häkle das erste Doppelstäbchen und dann das zweite Doppelstäbchen. Hier häkle ich am Anfang bloß nur 2 Doppelstäbchen, weil diese Luftmaschen ersetzen dann ein Doppelstäbchen. Jetzt durch alle Schlingen durch. Jetzt 2 Luftmaschen. Jetzt häkle ich das nächste Element. So, 2 Luftmaschen. So, 2 Elemente haben wir gehäkelt. Jetzt häkle ich das dritte Element genauso. Moment, ich muss schauen. Wir haben vorne 2 Elemente gleich gehäkelt. Man kann auch 3 Elemente gleich häkeln, das ist egal eigentlich. So, also ich habe hier am Rückenteil, glaube ich, 3 Elemente gehäkelt und dann, wir schauen gleich einfach, wie es ausschaut. Also im Grunde genommen ist es eigentlich egal, ob man 2 oder 3 Elemente häkelt. Hauptsache, man kriegt eine Schrägung hin. So, jetzt häkle ich das nächste Element mit 2 Umschlägen, Einstichen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Jetzt mache ich ein Umschlag, Einstichen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, ein Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich wieder 4 Schlingen auf der Nadel, alle durch. 2 Luftmaschen. Jetzt häkle ich ein Element aus Stäbchen, also Umschlagfaden holen, die ersten 2 durch, Umschlagfaden holen, die ersten 2 durch und nochmal Umschlagfaden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Alle Schlingen durch, 2 Luftmaschen. Jetzt häkle ich ein halbes Stäbchen und die restlichen als feste Maschen und die letzte häkle ich einfach eine Kettmasche. So schaut es aus. Und den Faden abschneiden und dann schauen wir, wie das mit dem Vorderteil zusammenpasst, ob das passt. So schaut es dann aus. Und wir können jetzt mit dem gleichen Faden auch das Ganze vernähen hier an den Schultern. Also ich lege die Schultern aufeinander. Ich habe hier den Faden, mit dem ich gehäkelt habe. So, und jetzt ziehe ich mir, stiche hier auf der anderen Seite ein. Ich nehme mir die beiden Schlingen und ziehe diese Schlinge hier durch. So, und jetzt kann ich das Ganze praktisch zusammen vernähen. Also ich stiche hier immer unter diese 2 Schlingen, stiche ich ein, da wo es möglich ist. Moment, ich schaue, ob das... Ich stiche hier ein und auf der anderen Seite stiche ich auch ein. Nee, ich ziehe es doch hier durch. So, also hier 2 Schlingen nehmen und auf der anderen Seite genauso 2 Schlingen. Jetzt muss ich den Faden wieder durchziehen. Das ist erst ein bisschen blöd. So, und jetzt, wie gesagt, nehme ich hier 2 Schlingen durch und hier 2 Schlingen durch, Faden durchziehen und die linke Schlinge durch die rechte durchziehen. Dann wieder hier 2 Schlingen, da 2 Schlingen, Faden durchziehen. So, und so mache ich das weiter.
Immer 2 Schlingen. Vorne, hinten Faden durchziehen und die linke Schlinge durch die rechte durchziehen. Und so vernähe ich das Ganze. So, ich habe es jetzt vernäht. So schaut es dann auf der rechten Seite aus. So, die andere Seite genauso vernähen. Und dann häkeln wir mit euch noch den Ausschnitt vorne und die Ärmel um. So, jetzt häkeln wir noch die Weste komplett um. Das heißt, ich fange hier unten an, häkle komplett nach oben, dann alles so Schnitt vorne, hinten, vorne und dann komme ich hier unten wieder an. Und dann häkeln wir auch noch hier die Armausschnitte um. Auf die gleiche Weise zeige ich euch. Also ich fange hier an am Rand. Ich steche hier ein. Also hier. Hol mir den Faden. So, häkle eine Luftmasche, dann steche ich hier ein und häkle eine feste Masche. Jetzt häkle ich eine Luftmasche. Dann steche ich hier ein. Wir haben hier diese Querreihen hier. Da hatten wir ein Stäbchen hier auch. Steche ich auch ein und häkle auch eine feste Masche. Eine Luftmasche. Jetzt haben wir hier diese Querreihen, einmal die große Querreihe, einmal die kleine. Also hier haben wir ein normales Stäbchen, hier haben wir diese Doppelstäbchen. Oder 4 Luftmaschen, je nachdem. So, eine Luftmasche habe ich gehäkelt. Jetzt häkle ich hier eine feste Masche. Eine Luftmasche. Jetzt häkle ich hier eine zweite feste Masche. Bei der großen Reihe häkle ich immer 2 feste Maschen. Eine Luftmasche, in die kleine Reihe häkle ich eine feste Masche. Eine Luftmasche, hier häkle ich 2 feste Maschen, also das heißt eine feste Masche, eine Luftmasche und die zweite feste Masche. Eine Luftmasche. Und in das Stäbchen, normales Stäbchen, häkle ich eine feste Masche. Eine Luftmasche und so weiter. Also die großen Querreihen, da häkeln wir jeweils 2 feste Maschen, immer eine Luftmasche dazwischen. Und bei der kleinen Zwischenreihe häkeln wir eine feste Masche. So schaut es aus. Und so häkeln wir komplett um. Hinten, da wo wir den Ausschnitt am Rückenteil haben, da haben wir ganz normale Maschen. Da häkle ich pro Masche jeweils eine Masche. Das heißt zum Beispiel eine feste Masche, eine Luftmasche. Das heißt, die Masche überspringe ich und dann häkle ich hier in die nächste Masche eine feste Masche. Also da häkle ich einfach nach Muster. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite angekommen. Ich habe hier eine feste Masche, eine Luftmasche, eine feste Masche gehäkelt. Und hier, wie man sieht, also eine feste Masche reicht nicht aus. Ich häkle noch eine feste Masche. So schaut es jetzt gut aus. Jetzt mache ich Folgendes. Ich häkle eine Luftmasche, wende das Ganze. So, und jetzt häkle ich hier in die feste Masche eine feste Masche. Und in die nächste feste Masche auch eine feste Masche. Da haben wir 2 gehäkelt. Jetzt haben wir hier eine Luftmasche gehäkelt. Ich häkle auch eine Luftmasche und in die feste Masche häkle ich eine feste Masche. Also praktisch ich häkle jetzt nach Muster eine Luftmasche, in die feste Masche, eine feste Masche. Eine Luftmasche, eine feste Masche. Eine Luftmasche, eine feste Masche. Und auf diese Weise häkle ich dann mehrere Reihen. Also ich häkle ungern einfach nur feste Maschen. Ich finde, das schaut dann nicht so gut aus. Könnt ihr aber auch ausprobieren. Ich häkle auf diese Weise praktisch um. Und da kann man, wie gesagt, vielleicht so 5, 6 Reihen häkeln. Also die Rückreihe genauso, dann in jede feste Masche jeweils eine feste Masche und eine Luftmasche.
So, also ich habe jetzt den Rand umgehäkelt, und zwar ich habe mich für einen schmalen Rand entschieden. Ich lasse bloß nur 2 Reihen, mehr häkle ich jetzt nicht. Man kann aber mehr Reihen auf jeden Fall auch häkeln. Und dann wollte ich Folgendes machen. Ich habe hier meinen Faden, steche hier unter die erste Masche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und dann wollte ich nochmal hier was machen. Kann man, muss man aber nicht. Man kann es auch weglassen. Da wo die Luftmaschen sind, steche ich ein, hole den Faden und häkle hier praktisch die Kettmaschen und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, dann wieder da, wo die Luftmasche ist, steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Also diese Schlingen sollten man nicht so fest zusammenziehen. Also einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte Schlinge durch. Und so lasse ich so einen schönen Rand häkeln. So schaut es dann aus. Und so häkle ich komplett dann nochmal um. Als Dekoration, wie gesagt, man kann das machen, man kann es aber auch auslassen. Also schaut der Rand nochmal aus. Und jetzt häkeln wir noch die Armausschnitte um. Mache ich genau auf die gleiche Art und Weise. Da häkle ich bloß nur eine Runde. Oder man kann auch 2, 3 Runden häkeln, so wie es euch am besten passt. Ich glaube, ich bleibe dann bei einer Runde. So, die Markierer mache ich ab, die brauche ich nicht mehr. Und ich mache das auf die gleiche Art und Weise. Ich hole mir den Faden. Ich bin hier am unteren Rand vom Ausschnitt. So, da steche ich mittig, steche ich ein. Hole den Faden und häkle eine Luftmasche. Und dann in dieselbe Stelle häkle ich eine feste Masche. Und jetzt, so wie ich das schon gezeigt habe, häkle ich eine Luftmasche hier in die Querreihe. Häkle ich dann eine feste Masche, eine Luftmasche und noch eine feste Masche. Eine Luftmasche. In die Stäbchenreihe häkle ich auch eine feste Masche. Eine Luftmasche. Wenn sich das Ganze ein bisschen zusammenziehen sollte, kann man natürlich auch mehr Maschen häkeln. Also hier in der großen Querreihe häkle ich eine feste Masche, eine Luftmasche, eine feste Masche. Dann eine Luftmasche und in die Stäbchenreihe häkle ich auch eine feste Masche. Und so häkle ich das Ganze um. Also bis ich am Ende der Runde ankomme. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Ich habe hier eine Luftmasche gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze zur Runde. Also hier steche ich ein bei der festen Masche, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Jetzt können wir hier genauso machen mit diesen Kettmaschen. Also hier, da wo die Luftmaschen sind, einstechen, Faden holen, durch die rechte durchziehen, da einstechen, Faden holen, durchziehen und so weiter. Und so schaut das Ganze dann aus. Wie gesagt, kann man machen, muss man aber nicht. Und dann einfach komplett durchhäkeln. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie ich meine Fädchen verarbeite. Auf der linken Seite, wenn ich hier einen Faden habe, mache ich Folgendes. Man kann den Faden in 2 Teile auftrennen. So, jetzt gehe ich hier irgendwo durch, hole ein Fädchen mir dadurch und jetzt kann man einen Knoten binden. 2, 3 Mal richtig schön zusammenziehen. Jetzt können wir das Ganze verstecken praktisch. Ein paar Mal durchziehen.
So, und jetzt kann man das Ganze abschneiden. Und so verarbeite ich alle Fädchen. So schaut es dann aus. So. So, jetzt bin ich mit dem Oberteil soweit fertig. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Also macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir eure Wünsche oder Kommentare. Würde mich auch sehr freuen, oder einfach auch Fragen schreiben. Und bis zum nächsten Mal.